Hallo Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Und hast du dich schon mal gefragt, ist der normale Negan stärker oder der Ruthless Negan? Ist der normale Governor stärker oder der Vengeful Governor? Diese Thematik gehen wir hier in diesem Video durch und ihr werdet erstaunt sein über die Ergebnisse. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wir vergleichen heute den normalen Negan, ja, sehr stark. Und natürlich auch den Ruthless Negan, ja, auch sehr stark, hat gewisse Vorzüge. Dann natürlich, wie gesagt, den normalen Governor und den Vengeful Governor. Hier gibt es nämlich ganz krasse Unterschiede und welche Helden zu deinem Team passen oder welche Helden zu welchen Truppenarten gespielt werden sollten. Das erfahrt ihr hier in diesem Video und ich würde mal vorschlagen, wir legen auch gleich mal los. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Beginnen wir mit dem Governor. Der normale Governor gehört seit langer Zeit zu den stärksten Helden hier im Spiel. Seine größte Stärke ist die Kombination aus Überlebensfähigkeit und konstantem Schaden. Wir können mal seine Werte vergleichen und zwar er besitzt 50% zusätzliche Gesundheit, starke Schildeffekte, Berserker-Effekte für seine Crew und zusätzlichen Schaden durch Mehrfachangriffe. Besonders interessant ist seine Fähigkeit Kill Them All. Diese verstärkt seine Crew für ganze 8 Runden mit Berserker und kann sogar gestapelt werden. Dadurch wird der Governor im Verlauf des Kampfes immer gefährlicher. Der Vengeful Governor verfolgt dagegen einen anderen Ansatz. Ja, also hier müsst ihr aufpassen, denn auch er besitzt 50% zusätzliche Gesundheit, bringt aber sogar mehr Marschkapazität mit. Seine größte Stärke liegt jedoch in seiner Kampffähigkeit. Er erhält stärkere Schildeffekte und kann zusätzlich Wachsamkeit erhalten. Na? Das macht ihn immun gegen Verstummen, Bewegungsunfähigkeit oder zum Beispiel Entwaffnen. Gerade gegen moderne PvP-Teams ist das enorm wertvoll. Dazu kommt sein gewaltiger Schaden durch Mehrfachangriffe. Während der normale Governor mit seinen Rampage-Angriffen insgesamt 414% Schaden verursacht, kommt der Vengeful Governor auf ganze 645% Schaden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also wer gewinnt eigentlich? Ja, also wer ist besser? Der normale Governor oder Vengeful Governor? Also der Sieger ist ganz klar Vengeful Governor. Warum? Der normale Governor harmoniert perfekt mit White und mit Negan. Ja? Und deshalb bleibt er häufig die bessere Wahl für klassische Violent Minds Kampfteams. Das ist sehr wichtig. Der Vengeful Governor spielt seine Stärke dagegen vor allem in Scharfschützenteams aus. Also mein Fazit, für Nahkampfteams immer den Governor nehmen und für Scharfschützenteams nimmt ihr immer Vengeful Governor. Okay, jetzt kommen wir mal zum Vergleich Negan gegen Ruthless Negan. Und hier wird es richtig interessant. Der normale Negan gehört seit Jahren zu den gefährlichsten PvP-Helden überhaupt. Der Grund dafür ist seine Fähigkeit Brute Force. In den ersten 3 Kampfrunden verursacht er 392% Schaden an einer einzelnen gegnerischen Crew. Zusätzlich erhalten 2 eigene Crews einen starken Berserker-Bonus. Dieser hohe Einzelschaden kann Kämpfe innerhalb weniger Sekunden entscheiden. Trifft der Angriff Pamela oder Dwight oder den gegnerischen Negan, kann das Spiel praktisch vorbei sein. Genau deshalb lieben viele Spieler den normalen Negan. Ruthless Negan dagegen schlägt einen anderen Weg ein. Statt eine einzelne Crew früh zu treffen, verursacht er Schaden an allen 3 gegnerischen Crews gleichzeitig. Das bedeutet, der Gesamtschaden ist sogar höher als beim normalen Negan. Zusätzlich besitzt Ruthless Negan Wachsamkeit. Er kann dadurch immun werden gegen Verstummen, Bewegungsunfähigkeit und Entwaffnen. Außerdem verursacht er über seine weiteren Fähigkeiten mehr Flächenschaden und verteilt konstant Druck auf das gesamte gegnerische Team. Na? Also wer gewinnt hier? Wenn wir nur die Fähigkeiten vergleichen, ist Ruthless Negan momentan moderner. Er hat mehr Flächenschaden, mehr Kontrolle, mehr Schutz durch Wachsamkeit und mehr Gesamtschaden. Trotzdem ist der Vergleich nicht so einfach, denn der normale Negan besitzt etwas, was Ruthless Negan in dieser Form nicht hat: extremen Einzelschaden. Und genau dieser Einzelschaden entscheidet oft PvP-Kämpfe. Deshalb sehen wir den normalen Negan auch heute in vielen Top-Teams. Also mein Fazit ist, für Nahkampfteams, also zum Beispiel Violent Minds, nimmt den normalen Governor oder den normalen Negan. Für Scharfschützenteams nutzen wir Vengeful Governor oder Ruthless Negan. Das bedeutet aber nicht, dass die jeweils andere Version schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Also die Helden wurden offensichtlich für unterschiedliche Teamarten entwickelt. Ne? Deshalb sollte die Frage nicht lauten, welcher Held ist stärker, sondern welcher Held passt besser zu meinem Team. Und genau das ist am Ende der wichtigste Punkt. Denn hier im Spiel gewinnt selten der Held mit den höchsten Zahlen. Gewinnen wird meistens das Team mit den besseren Synergien. So, jetzt haben wir erstmal die beiden Helden verglichen, also einmal Negan und Ruthless Negan und den Governor und Vengeful Governor.
Ich weiß, Ruthless Nigen und Vengeful Governor sind schwer zu bekommen. Das heißt, ihr müsst hart sammeln. Ihr müsst wochenlang, monatelang grinden, was das Zeug hält. Ihr müsst alle Events mitmachen, wo es diese Fragmente gibt. Ja? Und wenn ihr die beiden Helden ab Level 120 ungefähr habt oder auf Level 130, dann könnt ihr diese auch ersetzen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Scharfschützenteam habt und ihr habt den normalen Governor drin auf Level 140 und ihr habt dann den Vengeful Governor auf Level 130, dann könnt ihr ihn ersetzen. Ja, weil der Vengeful Governor ist halt spezialisiert auf Scharfschützenteams. Genauso verhält es sich mit Ruthless Nigen. Ja? Ich weiß, wie gesagt, die beiden Helden sind schwer zu bekommen, aber wenn ihr das geschafft habt, habt ihr einen enormen Vorteil. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Helden wir im nächsten Video vergleichen sollten, ja? Und wie eure Erfahrungen sind. Wenn ihr grindet, wie lange habt ihr gebraucht, um zum Beispiel Ruthless Nigen auf 140 zu bekommen oder den Vengeful Governor? Na, das würde mich auch mal interessieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Spiel. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut. Bis dann. Euer Sultai.